You have to admit that it's kind of personal for Catholics. We don't call him our Holy Father for nothing. It's like the death of a dad. Er führte mit Bescheidenheit. Er inspirierte Millionen mit Mitgefühl. Doch vor seinen letzten Tagen brach Papst Franziskus sein Schweigen und enthüllte etwas, das niemand erwartet hatte. Jahrelang gab es Geflüster, Fragen, stille Bewunderung. Aber jetzt ist die Wahrheit über Kardinal Luis Tagle ausgesprochen worden. Und sie sendet Schockwellen durch die katholische Welt. Aber zuerst wollen wir wissen, glauben Sie, dass Kardinal Tagle der nächste Papst werden sollte? Geben Sie in den Kommentaren 1 für Ja oder 0 für Nein ein. Schauen wir uns an, was Papst Franziskus wirklich gesagt hat und warum es heute wichtiger denn je ist. Der Tod von Papst Franziskus. Papst Franziskus, das geistliche Oberhaupt von mehr als 1 Milliarde Katholiken auf der ganzen Welt, ist am 21. April 2025 gestorben. Sein Tod, der am frühen Ostermontag eintrat, wurde von offiziellen Stellen des Vatikans bestätigt. Der 88-jährige Papst Franziskus hatte in letzter Zeit mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, darunter Atemprobleme und eine Lungenentzündung. Trotz dieser Schwierigkeiten löste sein Tod in der ganzen Welt Schock und Trauer aus und bedeutete das Ende eines Papsttums, das die Entwicklung der katholischen Kirche maßgeblich beeinflusst hatte. Während seines 12-jährigen Pontifikats war Papst Franziskus für seinen bescheidenen Lebensstil, seine fortschrittlichen Ansichten in sozialen Fragen und sein beharrliches Bemühen bekannt, die Kirche integrativer und zugänglicher für die einfachen Menschen zu machen. Als sich die Nachricht von seinem Tod verbreitete, bekundeten führende Persönlichkeiten aus aller Welt, religiöse Ikonen und einfache Bürger ihr Beileid und teilten ihre Gedanken über das Vermächtnis, das er hinterlässt. Sein Pontifikat war nicht unumstritten, aber viele glauben, dass seine Versuche, die Diskussion innerhalb der Kirche zu fördern, klerikale Privilegien in Frage zu stellen und für die Armen und Schwachen zu kämpfen, einen langfristigen Einfluss hatten. Vom Eintreten für sofortige Maßnahmen gegen den Klimawandel bis hin zum Eintreten gegen Migration und wirtschaftliche Ungerechtigkeit hat Franziskus die Kirche stets als Stimme für die Stimmlosen positioniert. Der Vatikan ist nun in eine Phase der Trauer und Besinnung eingetreten, wie es die Etikette verlangt. Das Kardinalskollegium, das sich aus 115 stimmberechtigten Kardinälen unter 80 Jahren zusammensetzt, wird in Kürze zu einem Konklave zusammenkommen, um einen neuen Papst zu wählen. Seit Jahrhunderten folgt die katholische Kirche einem geheimen und geheiligten Verfahren. Während sie sich auf die Wahl eines neuen Oberhaupts vorbereiten, wird bereits darüber spekuliert, wer die Kirche in einer Zeit des weltweiten Aufruhrs und der internen Umwälzungen führen wird. Eine neue Führungskraft. Kardinal Luis Antonio Tagle, ein renommierter Geistlicher von den Philippinen, der seit langem mit Papst Franziskus verbunden ist einer der Namen, die in Betracht gezogen werden. Ihre Freundschaft, die auf gemeinsamen Grundsätzen wie Mitgefühl, Demut und sozialer Gerechtigkeit beruht, hat schon lange Interesse geweckt. Der verstorbene Papst hat zwar nie offiziell einen Nachfolger ernannt, wie es in der Kirche üblich ist, aber sein Vertrauen in Kardinal Tagle zeigte sich in entscheidenden Ernennungen und Aufgaben, die ihm während seiner Amtszeit als Papst übertragen wurden. Kardinal Tagle wird häufig als eine Verkörperung der Werte von Papst Franziskus angesehen. Cardinal Tagle's Stil, der für seine Einfachheit, seine gefühlvollen und aufrichtigen Reden und sein starkes Engagement für die Armen bekannt ist, entspricht dem Weg, den Franziskus mit der Kirche einschlagen wollte. Seine Arbeit in Manila, bevor er in den Vatikan eingeladen wurde, hat gezeigt, dass sein pastorales Geschick und sein Engagement für die Eingliederung insbesondere von Bevölkerungsgruppen, die sich von der herkömmlichen Kirchenführung häufig an den Rand gedrängt fühlten, von entscheidender Bedeutung sind. Viele sahen in der Ernennung von Tagle zum Leiter der Kongregation für die Evangelisierung der Völker im Jahr 2019 durch Franziskus mehr als nur eine administrative Entscheidung. Dieses Amt, das wegen seiner enormen Autorität als Rotes Amt bekannt ist, übertrug Tagle die Kontrolle über die missionarischen Aktivitäten in der ganzen Welt, insbesondere in Asien, Afrika und Lateinamerika Gebiete, die als entscheidend für das Überleben des Katholizismus gelten. Da die katholische Bevölkerung in verschiedenen Regionen der Welt zunahm, in Europa und Nordamerika jedoch schrumpfte, war es offensichtlich, dass sich die Prioritäten der Kirche verschoben. Papst Franziskus und Kardinal Tagle teilten eine tiefe philosophische Übereinstimmung,
die über Politik und Verwaltung hinausging. Beide Männer haben sich für eine Kirche eingesetzt, die zuhört, statt zu befehlen, die Armen über den Status stellt und den Dialog über die Spaltung stellt. Diese gemeinsame Vision wurde besonders in Zeiten von Katastrophen deutlich, wie etwa nach dem Taifun Haiyan im Jahr 2013, als Tagles Mitgefühl und Führungsstärke ihm auf den Philippinen und darüber hinaus große Anerkennung einbrachte. Kardinal Tagle ist nach dem Abgang von Papst Franziskus verstärkt ins Visier genommen worden. Könnte er derjenige sein, der die Vision des verstorbenen Papstes weiterführt? Und wenn ja, wie würde er die enorme Last bewältigen, eine weltweite Kirche zu leiten, die sowohl vielfältig als auch in wichtigen Fragen stark gespalten ist? Natürlich ist Tagle nicht die einzige Möglichkeit. Viele Variablen beeinflussen die Wahl eines neuen Papstes, darunter theologische Neigungen, geopolitische Bedenken, Verwaltungserfahrung und natürlich das kollektive Urteil der Kardinäle. Dennoch taucht Tagles Name immer wieder in Gesprächen auf, weil er für eine Fortsetzung des Weges von Franziskus steht, für eine Kirche, die näher an den Menschen ist, die sich mehr um die Probleme der modernen Gesellschaft kümmert und die weniger in strenge Systeme verstrickt ist. Das Papsttum von Franziskus wurde nicht allgemein akzeptiert. Sein Bemühen um Veränderung stieß auf starken Widerstand im Vatikan und bei Traditionalisten. Die Bemühungen um eine Dezentralisierung der Macht, mehr finanzielle Transparenz und die Teilnahme am interreligiösen Dialog stießen häufig auf Widerstand. Einige konservative Organisationen sahen in diesen Reformen eine Abkehr von der Theologie und hatten das Gefühl, dass die Kirche ihre fundamentalen Grundlagen für Popularität oder moderne Relevanz opferte. Vor diesem Hintergrund wird die Wahl des nächsten Papstes sowohl zu einer spirituellen als auch zu einer politischen Entscheidung, zu einer Wahl zwischen einer Ausweitung des Wandels oder einer Rückkehr zu konservativeren Traditionen. Die Stimmung in Rom ist von düsterer Selbstbeobachtung und Erwartung geprägt. Der Tod eines Papstes ist in der Regel eine Phase des Wandels, die Zweifel am künftigen Kurs der Kirche aufkommen lässt. In den nächsten Tagen wird die Aufmerksamkeit der Welt auf die Sixtinische Kapelle gelenkt, wo das Kardinalskollegium unter Ausschluss der Öffentlichkeit abstimmen wird, geleitet vom Gebet und der Einschätzung der aktuellen Bedürfnisse der Kirche. Was auch immer geschieht, der nächste Papst wird eine Kirche erben, die durch das Erbe von Franziskus geprägt ist, der Barmherzigkeit vor Gericht, Präsenz vor Status und Demut vor Autorität gestellt hat. Viele Katholiken, vor allem im globalen Süden, hoffen, dass sich dieser Trend nicht nur fortsetzen, sondern ausweiten wird, während sich die Kirche auf das nächste Kapitel vorbereitet. Dienen Persönlichkeiten wie Kardinal Tagle nicht nur als Brücke zu den Zielen von Franziskus, sondern auch als mögliches Licht für die Zukunft. In diesen unsicheren Tagen, während die katholische Welt trauert und sich vorbereitet, ist eines sicher: Die Wirkung von Papst Franziskus wird noch lange nach seinem Tod zu spüren sein. Jetzt geht es darum, wer seinen Platz einnehmen wird und wie sie die Vision einer Kirche weiterführen werden, die es wagt, größer zu träumen, tiefer zu lieben und demütiger zu dienen als je zuvor. Kardinal Luis Antonio Tagle ist in der katholischen Kirche immer weiter aufgestiegen und zu einer ihrer sichtbarsten und wichtigsten Persönlichkeiten geworden, insbesondere im globalen Süden. Seine Reise spiegelt nicht nur seine persönliche Hingabe an die Religion und den Dienst wider, sondern steht auch für die größeren Reformen, die Papst Franziskus während seines Pontifikats in der Kirche durchzuführen versucht. Mit dem Tod von Papst Franziskus wird Tagles Name mehr denn je ins Gespräch gebracht, und viele fragen sich, ob er derjenige sein wird, der den von seinem Mentor und engen Verbündeten begonnenen Wandel fortsetzen und vertiefen wird. Das frühe Leben von Kardinal Tagle. Kardinal Tagle wurde 1957 in Manila, Philippinen, geboren und wuchs in einer armen Familie mit starken Bindungen an die örtliche Gemeinschaft auf. Sein frühes Leben war geprägt von einem tiefen Sinn für Spiritualität und soziales Bewusstsein, die später sein pastorales Wirken bestimmen sollten. Er wurde 1982 zum Priester geweiht und zeigte von Anfang an eine bemerkenswerte Mischung aus akademischer Tiefe, emotionaler Sensibilität und einer starken Sorge für die Armen und Unterdrückten. Diese Eigenschaften machten ihn schließlich zu einem perfekten Verbündeten für Papst Franziskus, dessen Vision für die Kirche eng mit Tagles Prinzipien und Führungsstil übereinstimmte. Im Jahr 2011 wurde Tagle zum Erzbischof von Manila ernannt, einer der bedeutendsten Diözesen Asiens.
Dies war ein großer Schritt, nicht nur in Bezug auf sein Ansehen, sondern auch, weil er damit eine Plattform erhielt, von der aus er mit Blick auf Seelsorge, Demut und Mitgefühl führen konnte. Seine Vorträge, die in der Regel in einem authentischen und unterhaltsamen Ton gehalten wurden, trafen den Nerv der Zuhörer. Er wurde bekannt für seine Fähigkeit, eine emotionale Verbindung zu seinen Zuhörern herzustellen und gleichzeitig komplizierte theologische Konzepte in einfachen Worten zu erklären. Seine Haltung stand in scharfem Kontrast zu dem eher hierarchischen und förmlichen Ton, der normalerweise mit katholischen Führungspersönlichkeiten assoziiert wird, und machte ihn zu einer beliebten Figur in seinem Land und bei vielen anderen, die seine Arbeit in Übersee verfolgten. Tagles Führungsansatz in Manila basierte auf Integration und Dienst. Er legte großen Wert darauf, den Menschen zuzuhören, insbesondere den Verarmten, und ihre Geschichten ernst zu nehmen. Ein solches Verhalten war ein charakteristisches Element seiner Führung und wurde zu einem grundlegenden Thema in seiner Beziehung zu Papst Franziskus. Unter seiner Führung wurde die Erzdiözese Manila zu einem Modell dafür, wie die Kirche die Menschen erreichen kann, indem sie nicht nur theologische Ausbildung, sondern auch echte Hilfe für die Gemeinschaft, Wohltätigkeit und Fürsprache anbietet. Papst Franziskus bemerkte diese Eigenschaften schon früh in seinem Pontifikat und begann rasch, Tagle in die allgemeinen Belange des Vatikans einzubeziehen. Die gegenseitige Bewunderung der beiden Männer war offensichtlich. Beide glaubten an eine offenere, ehrlichere und barmherzigere Kirche, die in der modernen Welt relevant bleiben und gleichzeitig ihr spirituelles Fundament bewahren konnte. Als Tagle immer mehr Aufgaben übernahm, wurde deutlich, dass Franziskus in ihm nicht nur einen begabten Kirchenmann sah, sondern auch jemanden, der dazu beitragen konnte, die weltweite Kirche in die Zukunft zu führen. Tagle wurde zum Präsidenten von Caritas Internationales gewählt, einem multinationalen Netzwerk katholischer philanthropischer Organisationen mit Aktivitäten in mehr als 160 Ländern. In dieser Funktion leitete er Programme zur Bekämpfung von Hunger, Armut und Klimawandel sowie zur Förderung der religiösen Kommunikation und Zusammenarbeit. Sein Führungsstil bei der Caritas stellte tatsächliche Taten gegenüber Worten in den Vordergrund. Er betonte wiederholt, dass die Legitimität der Kirche in der modernen Welt nicht durch ihre Macht oder Größe, sondern durch ihre Bereitschaft, Menschen in Not zu helfen, bestimmt wird. Dieser Gedanke spiegelte die Worte und Taten von Papst Franziskus wider und festigte Tagles Ruf als reformorientierte, international engagierte Persönlichkeit. Der vielleicht wichtigste Meilenstein in Tagles Aufstieg erfolgte im Dezember 2019, als Papst Franziskus ihn zum Präfekten der Kongregation für die Evangelisierung der Völker ernannte. Diese vatikanische Abteilung, die traditionell als Propaganda Fide bekannt ist für die weltweiten missionarischen Bemühungen der Kirche zuständig. Das Amt gilt als eines der mächtigsten in der römischen Kurie und wird aufgrund seiner weitreichenden Wirkung, insbesondere in den Entwicklungsländern der Kirche, wie Asien, Afrika und Lateinamerika, auch als Roter Papst bezeichnet. Diese Ernennung war mehr als nur eine Beförderung. Sie war eine klare Botschaft. Mit der Ernennung von Tagle für ein so wichtiges Amt zeigte Papst Franziskus Vertrauen in seine Fähigkeit, die weltweiten Evangelisierungsbemühungen der Kirche zu leiten und ihre Reichweite auf eine integrativere und kulturell sensiblere Weise zu erweitern. Im Gegensatz zum traditionellen, westlich geprägten Stil der Evangelisation bot Tagle eine neue Perspektive. Er forderte die Ortsgemeinden auf, ihre eigene kulturelle Identität anzunehmen und gleichzeitig der universellen Botschaft des Evangeliums treu zu bleiben. Diese Methode reduzierte die Vorstellung einer erzwungenen religiösen Autorität und förderte stattdessen die Diskussion und die gemeinsame Spiritualität. Als Präfekt blieb Tagles Führungsstil im Einklang mit seiner pastoralen Erziehung. Er war selten kämpferisch und versuchte, Meinungsverschiedenheiten zu schlichten, anstatt sie zu verschärfen. Sein ruhiges Temperament und seine Fähigkeit, über kulturelle und ideologische Grenzen hinwegzusprechen, machten ihn zu einem unschätzbaren Gewinn in einem Vatikan, der von internen Streitigkeiten und Machtkämpfen geplagt war. Gleichzeitig scheute er nie davor zurück, sich zu wichtigen Themen zu äußern, ob es um den Schutz der Rechte von Migranten und Flüchtlingen oder um die Förderung des Umweltschutzes geht. Tagle bleibt dem sozialen Auftrag der Kirche treu. Während seiner gesamten Laufbahn hat Tagle ein bemerkenswertes Gleichgewicht zwischen Tradition und Innovation gefunden. Er ist mit den Lehren und der Theologie der Kirche bestens vertraut.
da er an der Katholischen Universität von Amerika promoviert hat und Mitglied der Internationalen Theologischen Kommission ist. Er erkennt jedoch die Notwendigkeit an, dass sich die Kirche als Antwort auf die aktuellen Schwierigkeiten weiterentwickeln muss. Sein Vorschlag für eine Kirche der Armen ist mehr als nur eine Phrase. Es zeigt die echte theologische Überzeugung, dass das Leben des Evangeliums Dienst, Demut und Solidarität mit den Benachteiligten erfordert. Einer der bewundernswertesten Züge von Tagle ist seine Fähigkeit, Theologie persönlich zu machen. In seinen Vorträgen und Interviews spricht er häufig über sein Aufwachsen in einer bescheidenen Gegend, über seine Eltern und Ausbilder, die seine Ideale beeinflusst haben, und über ganz normale Menschen, deren Glaube ihn inspiriert. Diese Anekdoten, die in einem warmen und aufrichtigen Ton erzählt werden, zielen darauf ab, das typisch formale Bild der katholischen Hierarchie zu zerstreuen. Sie offenbaren auch einen Mann, der erkannt hat, dass geistliche Führung auf Einfühlungsvermögen und persönlichem Zeugnis beruhen muss. Mit dem Abgang von Papst Franziskus ist Kardinal Tagle innerhalb der Kirche so bekannt wie nie zuvor. Sein Name ist unweigerlich in den Diskussionen über den zukünftigen Papst aufgetaucht. Nicht, weil er sich aktiv für dieses Amt einsetzt, was innerhalb der Kirche verboten und verpönt ist, sondern weil seine Vision der von Franziskus so hart erkämpften sehr ähnlich ist. In vielerlei Hinsicht verkörpert Tagle das Erbe von Franziskus, eine Kirche, die zuhört, die die Hand ausstreckt und die es wagt, eine bessere Zukunft zu entwerfen. Die Entwicklung von Tagle war jedoch nicht ohne Hürden. Innerhalb des Vatikans gibt es immer noch erhebliche Kräfte, die sich der Reform widersetzen. Einige halten seinen inklusiven und auf Dialog ausgerichteten Ansatz für zu weich, während andere ihn für zu starr in Bezug auf die Lehre halten. Es gibt auch geopolitische Implikationen, da einige für eine Rückkehr zur europäischen Führung oder einen traditionelleren Ansatz in der Kirchenleitung eintreten. Seine weltweite Popularität, seine pastoralen Fähigkeiten und sein theologisches Fundament machen ihn jedoch zu einer fesselnden Figur in der aktuellen Debatte über das Schicksal der Kirche. Unabhängig davon, ob Kardinal Tagle der nächste Papst wird oder nicht, ist sein Einfluss bereits jetzt bedeutend. Er symbolisiert eine neue Generation von katholischen Führungspersönlichkeiten, die sowohl ein internationales Bewusstsein als auch eine leidenschaftliche Seelsorge haben. Während sich die Kirche auf ein neues Kapitel vorbereitet, wird Tagles Stimme zweifellos weiterhin prägend dafür sein, wie der Katholizismus auf die komplizierte, sich schnell verändernde Welt um ihn herum reagiert. Das Konzept einer Kirche für die Ausgegrenzten ist nicht neu. Aber unter Papst Franziskus wurde es in einer Weise in den Mittelpunkt des katholischen Denkens und Handelns gerückt, wie es in den letzten Jahrzehnten selten der Fall war. Schon in seinen ersten Tagen als Papst hat Franziskus deutlich gemacht, dass seine Vision für die Kirche eine ist, die nach außen geht, anstatt sich zu verschließen. Er wandte sich häufig gegen das, was er eine selbstbezogene Kirche nannte, und plädierte für ein Modell, das den Bedürfnissen der Menschen, insbesondere der Bedürftigsten, dient. Kardinal Tagle, dessen eigene pastorale Arbeit auf den Philippinen lange Zeit auf demselben Prinzip beruhte, war davon tief beeindruckt. In Manila setzte sich Tagle unermüdlich dafür ein, dass die Kirche nicht nur im Leben der Elite und der Mittelschicht präsent ist, sondern sich auch aufrichtig für die Bedürftigen einsetzt. Er besuchte häufig Slums, hörte sich die Erfahrungen der Menschen an, die dort lebten, und legte Wert darauf, die Messe in armen Vierteln und Katastrophengebieten zu feiern. Seine Haltung war eher von Solidarität geprägt als von Nächstenliebe aus der Ferne. Er forderte die Kirche auf, an der Seite der Menschen zu gehen, ihre Ängste zu spüren und ihre Nöte zu verstehen, nicht als Vorgesetzter, sondern als Mitreisender. Besonders deutlich wurde diese Denkweise nach dem Taifun Haiyan im Jahr 2013, einem der stärksten tropischen Wirbelstürme, die jemals aufgezeichnet wurden. Der Wirbelsturm verwüstete weite Teile der Philippinen. Millionen Menschen wurden vertrieben und Tausende kamen ums Leben. Kardinal Tagle reagierte schnell und mit tiefem Mitgefühl. Er wurde zu einer sichtbaren und beruhigenden Präsenz in den betroffenen Gemeinden, organisierte Hilfe und besuchte trauernde Familien, segnete die Verstorbenen und bot emotionale und geistliche Unterstützung. Seine Anwesenheit wurde nicht ignoriert. Und viele Filipinos sahen in ihm die Verkörperung einer Kirche, die sich tatsächlich kümmert, die sich in Krisenzeiten einmischt, statt sich zurückzuziehen. Tagles Betonung von Bescheidenheit und Mitgefühl sowie seine Neigung, eher zuzuhören als zu belehren, haben dazu beigetragen,
dass er sich bei den Bemühungen der Kirche um die Menschen hervorgetan hat. Als Präsident von Caritas Internationales beaufsichtigte er globale Programme zur Bekämpfung des Hungers, zur Unterbringung von Migranten und zur Bekämpfung der Auswirkungen des Klimawandels. Diese Aktivitäten waren sowohl praktischer als auch religiöser Natur. Er sprach häufig über die Theologie des Gesichts, die besagt, dass wir Gott erfahren, wenn wir in das Gesicht eines anderen Menschen schauen, insbesondere wenn dieser leidet. Diese Sichtweise prägte sein Verständnis von Mission und Evangelisierung, die er als eine wechselseitige Beziehung verstand, die auf Liebe, Respekt und gemeinsamer Menschlichkeit beruht, und nicht als einen einseitigen Weg, auf dem die Kirche lehrt und andere empfangen. Kardinal Tagles Dienste in diesem Bereich haben auch der interreligiösen Kommunikation einen hohen Stellenwert eingeräumt. Das Leben in einem Land mit einer starken muslimischen Bevölkerung und die Arbeit mit der Caritas im Ausland brachten ihn mit Menschen vieler Religionen in Kontakt. Er hat sich häufig für eine bessere Verständigung und Zusammenarbeit zwischen den Religionen ausgesprochen, insbesondere bei der Bewältigung gemeinsamer Probleme wie Armut, Gewalt und Umweltzerstörung. Er ist der Ansicht, dass diese Tätigkeit für das Ziel der Kirche unerlässlich und nicht nur optional oder ergänzend ist. Er ist der Ansicht, dass Brücken zwischen den Gemeinschaften gebaut werden müssen, um die Botschaft des Evangeliums von Frieden und Versöhnung zu verwirklichen. Eines der überzeugendsten Merkmale der Verlagerung der Kirche an die Peripherie unter Franziskus, die sich unter der Führung von Tagle fortsetzen könnte, ist die Art und Weise, wie Autorität neu definiert wird. Historisch gesehen wurde Macht in der Kirche mit Hierarchie, Titeln und zentraler Autorität in Verbindung gebracht. Sowohl Franziskus als auch Tagle haben diese Vorstellung jedoch in Frage gestellt und behauptet, dass der Dienst die Quelle echter geistlicher Macht ist. Für sie bedeutet Führung, sich zu bücken, um anderen die Füße zu waschen, den Bedrängten beizustehen und sich für Gerechtigkeit einzusetzen. Ein solches Handeln ist nicht nur symbolisch. Sie hat praktische Auswirkungen auf die Organisation und Entscheidungsfindung der Kirche. Diese Konzentration auf die Ränder ist jedoch nicht überall auf Gegenliebe gestoßen. Kritiker, vor allem in konservativeren Kreisen der Kirche, befürchten, dass ein solcher Fokus die Klarheit der Lehre untergraben oder die Kirche zu sehr mit politischen Zielen in Einklang bringen könnte. Sie sind besorgt, dass die Betonung gesellschaftlicher Anliegen wie Klimawandel, Migration und Armut die traditionellen Lehren untergraben könnte. Einige haben der Kirche unter Franziskus sogar vorgeworfen, sie sei zu politisch geworden oder habe ihr spirituelles Ziel zugunsten der modernen Relevanz aufgegeben. Kardinal Tagle hat jedoch auf diese Kritik mit seiner üblichen Zärtlichkeit und seinem Verständnis geantwortet. Er behauptet, dass die Aufrechterhaltung der wesentlichen Lehren der Kirche und das Eingehen auf die wirklichen Bedürfnisse der Welt sich nicht gegenseitig ausschließen. Er glaubt sogar, dass sie sich gegenseitig ergänzen. Er zitiert häufig das Evangelium und erinnert daran, dass Jesus die meiste Zeit mit den Armen, den Kranken und den Ausgestoßenen der Gesellschaft verbracht hat. Wenn die Kirche ihrem Schöpfer treu sein will, muss sie es ihm gleich tun. Zuhören ist ein weiteres wichtiges Thema in Tagles Wirken. Er hat mehrfach erklärt, dass Zuhören eine Art Liebe ist, ein Mittel, um den Menschen Raum zu geben und zu zeigen, dass ihr Leben wichtig ist. In einer Zeit, in der viele Institutionen als unnahbar oder unempfänglich gelten, scheint Tagles Betonung des Zuhörens auf die Laien, die jungen Menschen und die Menschen außerhalb der Kirche besonders relevant. Der Führungsstil von Tagle. Sie steht auch für einen größeren Trend innerhalb der katholischen Kirche zur Synodalität, ein Begriff, der sich auf das gemeinsame Gehen, Zuhören und Treffen von Entscheidungen bezieht. Der Führungsstil von Tagle fügt sich nahtlos in diesen Prozess ein, der sich ständig verändert. Das Konzept der Synodalität steht in engem Zusammenhang mit einem anderen wichtigen Thema in Tagles Arbeit, der Dezentralisierung. Er hat häufig darüber gesprochen, dass die Ortskirchen mehr Einfluss darauf haben müssen, wie sie funktionieren und ihren Gemeinden dienen. Er ist der Ansicht, dass ein Einheitsmodell in einer so vielfältigen Kirche wie der katholischen Kirche die Kontinente, Kulturen und sozioökonomische Gegebenheiten umfasst, nicht wirksam ist. Er ist der Meinung, dass den Bischöfen mehr Autorität zugestanden werden sollte und dass die Laien stärker eingebunden werden sollten, insbesondere Frauen und junge Menschen. Dieser Ansatz spiegelt die wachsende Erkenntnis wider,
dass die Zukunft der katholischen Kirche möglicherweise nicht in ihren traditionellen Machtzentren in Europa und Nordamerika liegt, sondern im globalen Süden. In Ländern wie den Philippinen, Brasilien, Nigeria und Indien, wo die katholischen Gemeinden wachsen und lebendig sind. Tagle, ein Filipino, der weltweit tätig war, verkörpert diesen demografischen und spirituellen Wandel. Seine Sichtweise vermittelt ein umfassendes Verständnis für die Freuden und Herausforderungen, mit denen die katholischen Gemeinden in diesen Ländern konfrontiert sind. Während sich die Kirche mit schwierigen globalen Problemen wie technologischem Wandel, wirtschaftlicher Ungleichheit, Klimakatastrophen und interreligiösen Konflikten auseinandersetzt, bietet die Vision einer Kirche für die Randgebiete einen vielversprechenden Weg in die Zukunft. Sie ermahnt die Kirche, sich nicht in die Selbsterhaltung zurückzuziehen, sondern mutig in die Welt hinauszugehen, um zu dienen, zuzuhören und zu lieben. Kardinal Tagle ist mit seinem herausragenden Mitgefühl, seinem intellektuellen Verständnis und seinem unerschütterlichen Glauben gut positioniert, um die Zukunft zu gestalten. Ob er nun Papst wird oder nicht, seine Taten und Worte hinterlassen bereits jetzt Spuren in der Geschichte. In jeder Kirche, die er besucht, in jedem Flüchtlingslager, das er sponsert, und bei jeder interreligiösen Veranstaltung, an der er teilnimmt, lebt er eine Kirche vor, die den Menschen als Menschen und nicht als zu rettende Seelen schätzt. In dieser Hinsicht ist die Idee einer Kirche für die Randgruppen kein abstraktes Ziel. Sie nimmt bereits Gestalt an. Mit dem Tod von Papst Franziskus ist die Reibung zwischen gegensätzlichen Perspektiven für die Kirche noch deutlicher geworden. Im Mittelpunkt dieser Dynamik steht Kardinal Luis Antonio Tagle, dessen reformorientierter Ansatz in auffälligem Kontrast zu den eher konservativen Gruppen im Vatikan steht. Das derzeitige Szenario deutet auf mehr als nur ein Führungsvakuum hin, sondern auf einen grundlegenden Konflikt darüber, was die katholische Kirche im 21. Jahrhundert symbolisieren sollte. Papst Franziskus hat einen Großteil seines Pontifikats der Ermutigung der Kirche gewidmet, offener, transparenter und inklusiver zu werden. Er prangerte den Klerikalismus an und plädierte für ein bescheideneres und dienstorientiertes Priestertum. Sein Ziel war es, die Autorität innerhalb der Kirche zu dezentralisieren, indem er den Ortsbischöfen mehr Macht verlieh und die Beteiligung der Laien förderte. Diese Bemühungen stießen auf breite Zustimmung, vor allem bei jüngeren Katholiken und denen im globalen Süden, aber sie lösten auch großen Widerstand innerhalb der Institution aus. Einige glaubten, Franziskus bewege sich zu schnell oder in die falsche Richtung. Kardinal Tagle, der weithin als einer der engsten Mitarbeiter des Papstes gilt, wurde selbst in das Drama hineingezogen. Als jemand, dessen Führungsstil die Vision von Franziskus ergänzte, pastoral, sympathisch und reformorientiert, war er sich der Kritik derjenigen sicher, die befürchteten, die Kirche würde sich zu weit von ihren Traditionen entfernen. Im Gegensatz zu aggressiveren Politikern antwortet Tagle seinen Gegnern nur selten direkt. Er hat sich immer für den Dialog statt für die Spaltung eingesetzt, aber seine ruhige Präsenz ist zu einem Symbol für den größeren Lehrstreit der Kirche geworden. Der Vatikan ist kein homogenes Gebilde. Er besteht aus mehreren Kongregationen, Räten, Kommissionen und Abteilungen, von denen jede ihre eigenen Ziele und Auswirkungen hat. Die Mitglieder dieser Organisation vertreten unterschiedliche theologische und politische Standpunkte. Einige drängen auf eine progressivere Kirche, die sich den aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen stellt, während andere auf eine Rückkehr zu einer strengeren Theologie und Tradition drängen. Diese Spannungen gab es schon immer, aber unter Franziskus wurden sie deutlicher, vor allem als er die Finanzprozesse des Vatikans reformierte und zu mehr Verantwortung ermutigte. Controversial Aspekte. Einer der umstrittensten Aspekte des Wandels ist die finanzielle Offenheit. Seit Jahren wird der Vatikan von Skandalen um Misswirtschaft, Korruption und mangelnde Kontrolle heimgesucht. Papst Franziskus hat die Bereinigung der vatikanischen Finanzen zu einer seiner obersten Prioritäten gemacht, neue Regeln eingeführt und reformwillige Personen in Aufsichtspositionen berufen. Kardinal Tagle unterstützte diese Initiativen durch seine Arbeit mit der Caritas und anderen vatikanischen Diensten und setzte sich für klare ethische Standards und eine verbesserte Berichterstattung über die karitativen und operativen Aktivitäten der Kirche ein. Diese Überarbeitungen wurden jedoch nicht allgemein akzeptiert. Bestimmte etablierte Machtgruppen innerhalb der vatikanischen Bürokratie sehen die Entwicklungen als eine Herausforderung für ihre Kontrolle. Versuche, Offenheit zu fördern,
wurden gelegentlich als Vorwürfe des Fehlverhaltens missverstanden, und die Emotionen kochten bald hoch. Tagle wurde aufgrund seiner Nähe zu Franziskus und seiner Beteiligung an der Förderung der Rechenschaftspflicht als Teil eines Teams angesehen, das den Status quo in Frage stellte. Auch wenn er nicht an vorderster Front stand, so war er doch mit seiner Unterstützung für den Wandel im Lager der Reformer angesiedelt. Diese Meinungsverschiedenheiten sind mehr als nur verwaltungstechnische Querelen. Sie werfen grundlegende Fragen über die Identität und den Auftrag der Kirche auf. Soll sich die Kirche weiterhin an eine sich schnell verändernde Welt anpassen, indem sie sich auf Diskussionen mit säkularen Institutionen einlässt und neu bewertet, wie sie ihre Autorität ausübt? Oder soll sie an einem eher insularen Paradigma festhalten, das die religiöse Reinheit betont und moderne Trends bekämpft? Dies sind schwierige Themen, auf die es keine eindeutigen Antworten gibt, die aber im Mittelpunkt des internen Machtkampfes in Rom stehen. Während sich die Kirche auf die Wahl eines neuen Papstes vorbereitet, steht mehr denn je auf dem Spiel. Die Wahl des künftigen Leiters wird sowohl als geistliche als auch als politische Entscheidung betrachtet. Die zukünftige Ausrichtung der Kirche. Wenn sich die Kardinäle für Tagle entscheiden, wird dies als Auftrag verstanden, die Reformen von Papst Franziskus fortzusetzen. Die Wahl einer konservativeren Persönlichkeit könnte auf eine Rückkehr zum Traditionalismus hindeuten. Natürlich steht Tagle vor einer Reihe von Hindernissen. Während er in vielen Regionen der Welt, einschließlich Asien, Afrika und Lateinamerika, verehrt wird, ist er in einigen europäischen und nordamerikanischen Gesellschaften weniger bekannt. Einige Kritiker sagen, sein Ton sei zu freundlich und zu sanftmütig für die politischen Bedürfnisse des Papsttums. Andere machen sich Sorgen, ob er die nötige administrative Härte besitzt, um das komplizierte interne Terrain des Vatikans zu bewältigen. Es ist jedoch genau dieser pastorale Charakter, seine Fähigkeit, zuzuhören, Kontakte zu knüpfen und zu inspirieren, der ihn zu einer so attraktiven Figur für diejenigen macht, die eine stärker auf die Menschen ausgerichtete Kirche suchen. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass der interne Widerstand gegen Veränderungen groß sein kann. Mehrere Kardinäle und Bischöfe haben sich gegen die Vorschläge von Papst Franziskus ausgesprochen. Einige indirekt und einige öffentlich. Sie sind besorgt, dass eine zu starke Konzentration auf Dialog und Mitgefühl die Lehren der Kirche schwächen könnte. Ein solches Umfeld hat ein Klima der Vorsicht und Spannung geschaffen, in dem selbst gut gemeinte Initiativen mit Skepsis betrachtet werden. In diesem Umfeld musste Tagle sowohl höflich als auch energisch sein und für Reformen eintreten, ohne offene Konflikte zu provozieren. Ein Beispiel für diese Gratwanderung ist Tagles Unterstützung für die Synodalität, die Papst Franziskus vehement befürwortet. Synodalität bedeutet gemeinsame Entscheidungsfindung, offene Gespräche und die verstärkte Beteiligung von Laien an kirchlichen Entscheidungsprozessen. Es handelt sich um ein Konzept, das die hierarchische Struktur der Kirche in Frage stellt und einen stärker partizipativen und auf Zuhören basierenden Ansatz fördert. Tagle hat dies akzeptiert und sieht es nicht als Gefahr für die Tradition, sondern als Stärkung der Einheit der Kirche. Einige Konservative sind jedoch der Ansicht, dass die Betonung der Synodalität problematisch ist, da sie das Potenzial hat, etablierte Machtstrukturen zu untergraben. Es ist auch erwähnenswert, dass kirchliche Streitigkeiten über Lehre und Leitung hinausgehen. Sie sind Ausdruck größerer kultureller und geopolitischer Differenzen. Die katholische Kirche ist eine weltweite Institution mit Menschen, die unter den unterschiedlichsten Bedingungen leben. Was in einer europäischen Diözese funktioniert, kann in einer afrikanischen oder asiatischen Diözese nicht funktionieren. Kardinal Tagles Erfahrung im globalen Süden sowie sein Verständnis für diese Gegensätze ermöglichen es ihm, zwischen den vielen Anforderungen der weltweiten Mitgliedschaft der Kirche zu vermitteln. Doch selbst diese globale Sichtweise kann umstritten sein, insbesondere wenn sie eurozentrischen Vorstellungen darüber widerspricht, wie der Katholizismus sein sollte. Die Kirche hat einen schwierigen Weg vor sich. Sie muss sich mit dem Rückgang der Mitgliederzahlen im Westen, mit Skandalen, die ihrem Ruf geschadet haben, und mit einer Welt auseinandersetzen, die Institutionen gegenüber immer misstrauischer wird. Gleichzeitig muss er sich mit drängenden globalen Herausforderungen wie Armut, Konflikten, Klimawandel und Migration befassen, die alle eine moralische Führung erfordern. Der nächste Papst, wer auch immer er sein wird, muss sich auf diesem komplizierten Terrain mit Intelligenz, Mut und Demut bewegen. Kardinal Tagle mag kein Revolutionär im traditionellen Sinne sein, aber seine ruhige Beharrlichkeit
Sein starker Glaube und sein unerschütterliches Engagement für die Mission der Kirche haben ihn für viele zu einem Leuchtfeuer der Hoffnung gemacht. Er ist ein Beispiel für eine andere Art von Führung, eine, die auf Mitgefühl, Zusammenarbeit und Kommunikation statt auf Zwang oder Macht beruht. Wenn die Kirche in den kommenden Jahrzehnten relevant bleiben und ihren Zusammenhalt bewahren will, braucht sie Führungspersönlichkeiten, die Differenzen überbrücken können, ob Tagle nun Papst wird oder nicht. Sein Einfluss auf die Zukunft der katholischen Kirche ist schon jetzt beträchtlich. Schließlich spiegeln die Machtkämpfe im Vatikan ein größeres Dilemma in Bezug auf Identität und Zielsetzung wider. Welche Art von Kirche braucht die Welt heute? Eine, die sich gegen Veränderungen wehrt. Oder eine, die sie willkommen heißt? Eine, die nach innen schaut. Oder eine, die nach außen geht? Die Lösungen für diese Probleme werden nicht einfach sein. Aber sie werden den Katholizismus für künftige Generationen beeinflussen. Während das Konklave näher rückt und die Vorfreude steigt, sind alle Augen auf Rom gerichtet. Nicht nur um zu sehen, wer als nächstes die weißen Gewänder anziehen wird, sondern auch um zu begreifen, was diese Entscheidung für die Seele der Kirche bedeuten wird. Die Wirkung von Kardinal Tagle. Kardinal Tagle hat im letzten Jahrzehnt aufgrund seines pastoralen Stils, seiner globalen Perspektive und seiner Übereinstimmung mit den Grundsätzen von Papst Franziskus an Popularität gewonnen. Sein Aufwachsen auf den Philippinen, einem Land mit bedeutenden katholischen Ursprüngen und sozioökonomischen Schwierigkeiten, hat seine Betonung auf Mitgefühl, Demut und Dienst beeinflusst. Seine Arbeit in Manila und dann auf der Weltbühne durch Caritas Internationalis und die Kongregation für die Evangelisierung der Völker brachte ihn in engen Kontakt mit den Randgruppen und Einzelpersonen, die Papst Franziskus häufig erwähnte. Tagle verkörpert den Übergang zu einer integrativeren und stärker nach außen gerichteten Kirche. Kardinal Pietro Parolin, der derzeitige Staatssekretär des Vatikans, repräsentiert den eher konservativen Flügel der katholischen Hierarchie. Parolin, ein erfahrener Diplomat, hat einige der kompliziertesten geopolitischen Positionen der Kirche innegehabt. Darunter die Vertretung des Heiligen Stuhls in Ländern wie Venezuela und Nigeria. Er ist bekannt für seine Intelligenz, sein strategisches Denken und seine sichere Hand bei der Leitung der internationalen Angelegenheiten des Vatikans. Parolin wird als jemand angesehen, der die Komplexität der Kirchenleitung kennt und über die erforderlichen administrativen Fähigkeiten verfügt, um in einer Organisation, die enorme globale und interne Krisen erlebt, für Ordnung zu sorgen. Die Diskrepanz zwischen den beiden Kandidaten ist mehr als nur eine persönliche Angelegenheit. Sie spiegelt größere Meinungsverschiedenheiten über den Platz der Kirche in der modernen Welt wider. Tagle, der manchmal als Franziskus Asiens bezeichnet wird, hat wiederholt für eine Kirche plädiert, die zuhört, bevor sie spricht, die sich ausbreitet, anstatt sich einzuschließen, und die Barmherzigkeit in den Mittelpunkt ihrer Mission stellt. Er hat sich für eine verstärkte Aufmerksamkeit für die Peripherie eingesetzt, nicht nur geografisch, sondern auch sozial und spirituell. Seine Vision basiert auf Gesprächen, Inklusion und der Bereitschaft, sich schwierigen Fragen zur Stellung der Kirche in der heutigen Gesellschaft zu stellen. Parolin ist zwar Diskussionen nicht abgeneigt, aber er legt Wert auf Stabilität, Kontinuität und Diplomatie. Sein Führungsstil ist vorsichtig und berechnend, was ihm in diplomatischen Positionen sehr entgegenkommt. Er wird für seine Fähigkeit geschätzt, Beziehungen zu ausländischen Staatsoberhäuptern aufrechtzuerhalten und sich gleichzeitig in der komplizierten Politik des Vatikans zurechtzufinden. Für viele in der Kirche, insbesondere für diejenigen, die eine Rückkehr zu traditionelleren Institutionen und Lehren befürworten, bietet Parolin Zuversicht. Anstelle einer radikalen Umgestaltung empfiehlt er, dass sich die Kirche darauf konzentrieren sollte, ihre innere Stärke zu festigen und ihre Macht durch strategisches Engagement zu erhalten. Diese gegensätzlichen Standpunkte treten in einer Zeit auf, in der die Kirche mit noch nie dagewesenen Herausforderungen konfrontiert ist. In vielen westlichen Ländern nimmt die Zahl der Kirchenbesucher ab, die Zahl der Berufungen sinkt und Skandale haben das Vertrauen geschwächt. Gleichzeitig wachsen die katholischen Gemeinden im globalen Süden rasch, häufig unter der Leitung jüngerer, vielseitigerer Kleriker und Laien, die sich zutiefst für soziale Gerechtigkeit einsetzen. Der nächste Papst wird diese Gräben überwinden müssen, indem er sowohl an die alten Kerngebiete des Katholizismus als auch an seine wachsenden Grenzen appelliert. Wir können Hegels Erfahrung in Asien und seine internationale Beteiligung in dieser Hinsicht als Stärke betrachten.
Er weiß, was es bedeutet, in einer multikulturellen, postkolonialen Kultur katholisch zu sein. Sein Engagement in Organisationen wie der Caritas hat ihn mit den Realitäten von Armut, Klimawandel und Vertreibung konfrontiert, die sich alle zunehmend auf die Mission der Kirche auswirken. Er spricht eher aus gelebter Erfahrung als aus theologischem Wissen, was es ihm ermöglicht, mit Menschen aus vielen Kulturen und mit unterschiedlichem Hintergrund in Kontakt zu treten. Sein fortschrittlicher Ansatz ist jedoch nicht unbeachtet geblieben oder in Frage gestellt worden. Kritiker sagen, dass Hegels Betonung von Mitgefühl und sozialer Gerechtigkeit die logische Klarheit beeinträchtigen kann. Sie sind besorgt, dass sein Stil zwar pastoral ist, aber nicht die solide Führung bietet, die erforderlich ist, um die Kirche durch schwierige Zeiten zu führen. Andere bezweifeln, dass sein weltweiter Ruf und seine milde Art zu einer erfolgreichen Führung innerhalb des komplizierten vatikanischen Apparats führen werden. Andererseits wurde Parolin dafür gelobt, dass er in einer Zeit großer Veränderungen im Vatikan für Ordnung gesorgt hat. In seiner Position als Staatssekretär steht er im Zentrum der diplomatischen und politischen Aktivitäten der Kirche. Er hat eine wichtige Rolle bei wichtigen Diskussionen gespielt. We sieht B. Bei der umstrittenen Vereinbarung zwischen dem Vatikan und China über die Ernennung von Bischöfen. Während einige das Abkommen als Zugeständnis an einen autoritären Staat anprangerten, verteidigte Parolin es als wichtigen Schritt, um die Präsenz der Kirche in einem der bevölkerungsreichsten Länder der Welt zu erhalten. Seine Fähigkeit, schwierige Urteile zu fällen und mit internationalem Druck umzugehen, wird von vielen als Beweis für eine hervorragende Führung angesehen. Für diejenigen, die die Reformen von Papst Franziskus unterstützen, symbolisiert Parolin jedoch eine mögliche Kehrtwende. Seine Verbindung zu eher orthodoxen Kräften sowie seine Bevorzugung der Diplomatie gegenüber Reformen wecken Befürchtungen, dass die Kirche ihren integrativen und offenen Ansatz des letzten Jahrzehnts aufgeben könnte. Parolin ist zwar nicht regressiv, aber zweifellos konservativer als Tagle, und sein Sieg wird wahrscheinlich einen Teil der progressiven Bewegung von Franziskus aufhalten, wenn nicht sogar umkehren. Die Wahl zwischen Tagle und Parolin ist daher mehr als eine persönliche oder politische. Sie stellt den größeren Konflikt für die Zukunft der Kirche dar. Soll der Katholizismus den Weg der Reformen, der Inklusivität und der globalen Teilhabe weitergehen, oder soll er der internen Struktur, der Integrität der Lehre und der historischen Identität den Vorrang geben? Der Kampf innerhalb der Kirche ist zwar nicht neu, doch steht jetzt mehr auf dem Spiel. Insbesondere im Kontext der globalen Fragmentierung, des aufkommenden Nationalismus und der zunehmenden Komplexität der moralischen und ethischen Fragen, denen sich die Menschheit gegenüber sieht. Das Konklave, das den nächsten Papst wählen wird, muss sich mit diesen Fragen befassen. Der Ansatz, der streng vertraulich behandelt wird, ermöglicht Selbstbeobachtung, Gebet und Unterscheidungsfähigkeit. Die Kardinäle werden nicht nur beurteilen, wer die Kirche heute führen kann, sondern auch, wer sie in den nächsten Jahrzehnten leiten kann. Bei ihrer Entscheidung müssen sie Charme und Sachkenntnis, Visionen und Praxisnähe sowie Kontinuität und Wandel gegeneinander abwägen. Es ist denkbar, dass weder Tagle noch Parolin ausgewählt werden. Gelegentlich überrascht das Konklave die Öffentlichkeit mit der Wahl einer weniger bekannten Person, die sich als Kompromisskandidat entpuppt. Selbst wenn dies geschieht, wird der Kampf um diese beiden Persönlichkeiten den Weg der Kirche weiter prägen. Ihre gegensätzlichen Wege verdeutlichen die kritischen Entscheidungen, mit denen die katholische Gemeinschaft heute konfrontiert ist. Vielen Durchschnittskatholiken geht es eher um Verbindung als um Ideologie. Wer wird der Hirte sein, der sie durch die Ungewissheit führt? Wer wird das Vertrauen nicht nur in Gott, sondern auch in die Kirche als Quelle von Relevanz und Hoffnung wecken? Sowohl Tagle als auch Parolin haben ihre Fähigkeiten zu bieten. Aber sie vertreten ganz unterschiedliche Ansichten darüber, was katholische Führung sein sollte. Die katholische Kirche wählt ihre Päpste nicht auf der Grundlage von Volksabstimmungen oder der öffentlichen Meinung. Sie beruht auf Unterscheidungsvermögen und der Überzeugung, dass der Heilige Geist die Entscheidung leitet. Dennoch ist der Kontext der Entscheidung wichtig. Die Welt hat sich in letzter Zeit enorm verändert, und der neue Papst wird eine Kirche vorfinden, die sowohl verwundet als auch optimistisch ist. Wer auch immer gewählt wird, muss das Werk der Heilung, Einheit und Zielstrebigkeit fortsetzen, das Papst Franziskus befürwortet hat. Die pastorale Bescheidenheit von Tagle und die diplomatische Genauigkeit von Parolin spielen beide eine Rolle in dieser Zukunft.
Letztendlich werden die Kardinäle jedoch entscheiden müssen, welche Eigenschaften sie jetzt am meisten benötigen. Ob die Kirche weiter in die Welt hinausgeht oder eine Pause einlegt, um sich neu zu formieren. Die Folgen werden den Katholizismus für Jahrzehnte beeinflussen. In der Perspektive von Millionen von Gläubigen in aller Welt wird der nächste Papst mehr als nur ein geistliches Oberhaupt sein, sondern auch ein Symbol für die Ziele der Kirche in einer Zeit, die von Komplexität, Wandel und dem Bedürfnis nach neuer Hoffnung geprägt ist. Nun möchten wir von Ihnen wissen, wenn Kardinal Tagle der nächste Papst würde, wäre die Kirche dann bereit für diese Art von Veränderung? Lassen Sie es uns in den Kommentaren wissen. Dies ist ein Moment des Nachdenkens. Wenn dich diese Geschichte bewegt hat, klicke auf Gefällt mir, abonniere sie und schalte Benachrichtigungen ein, denn die Wahrheit schreit nicht immer. Manchmal wird sie geflüstert, gerade noch rechtzeitig.